Hallo und herzlich willkommen in den Allgäuer Alpen auf dem Weg zum Schönkala. Und damit natürlich auch herzlich willkommen beim Mount Tour Guide. Für alle, die diese Tour nach dem Video selbst gehen möchten, die detaillierte Tourenbeschreibung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefällt oder vielleicht sogar bei der Tourenplanung geholfen hat, lasst gerne ein Like da. Damit unterstützt ihr den Kanal und meine Arbeit einfach ungemein. Der Schönkala in den Tannheimer Bergen überzeugt vor allem mit seiner gewaltigen Aussicht auf die Allgäuer Bergwelt und gilt gleichzeitig als leicht erreichbares Gipfelziel. Egal ob im Sommer oder Winter, hier oben ist eigentlich immer was los. Wirkliche Einsamkeit darf man also eher nicht erwarten. Das alles ist aber auch schnell vergessen, sobald man den Blick über die umliegenden Berge schweifen lässt. Denn das Panorama macht hier wirklich alles wieder wett. Selbst markante Nachbarn wie der Einstein, der Sorgschrofen oder der Ackenstein geraten fast schon in den Hintergrund, denn die eigentlichen Stars der Aussicht sind hier eindeutig Ponten, Pscheißer und das mächtige Gaishorn. Die wohl bekannteste Anstiegsvariante führt über die Ostseite an der Frontner Alpe vorbei hinauf zum Gipfel, aber die schnellste Möglichkeit auf den Gipfel führt vom Berggasthof Zugspitzblick hinauf. Wahnsinnig schwieriges Wort. Und ehrlich gesagt nimmt man hier gefühlt schon einen Großteil der Höhenmeter mit dem Auto mit. Zu Beginn wandern wir noch gemütlich über breite Forstwege und können das Panorama in aller Ruhe aufsaugen. Schon nach kurzer Zeit ändert sich das aber und wir begegnen den eigentlichen Bewohnern dieser Hänge auf unserem Wiesenpfaden. Da mehrere Kuhweiden gequert werden, hier direkt ein wichtiger Hinweis an alle Hundebesitzer. Versucht den Tieren möglichst viel Abstand zu geben und nehmt eure Hunde einfach an die Leine. Der Anstieg hinauf zum Rehbichel zieht dann nochmal ordentlich an und besonders bei Nässe kann der Wiesenhang schnell mal rutschig werden. Aber abgesehen davon bleibt die Schwierigkeit überschaubar. Die Tour gilt völlig zu Recht als leicht und bietet bis auf den kurzen, steileren Abschnitt keine wirklich problematischen Passagen. Auch Höhenmeter und Distanz halten sich angenehm in Grenzen. Hat man den Rehbichel erst einmal erreicht, sind der Übergang zum Pirschling und die letzten Meter hinauf zum Schönkala kaum noch der Rede wert. Und gerade deshalb eignet sich die Tour perfekt als entspannte Feierabendrunde. Wer abends noch einmal gemütlich Allgäuer Bergluft und ein starkes Panorama genießen möchte, ist hier genau richtig. Und wer noch Lust und Laune hat, kann das Ganze sogar noch erweitern. Beim Abstieg einfach zur Frontner Alm zusätzlich noch hinunterwandern und man kann über den dortigen Forstweg das Ganze zu einer kleinen Rundtour ausweiten. Und bevor ich mich jetzt zum x-ten Mal in der Aussicht verliere und mich ständig wiederhole, wünsche ich euch lieber viel Spaß auf dieser Tour. Macht sie, geht sie, denn es lohnt sich wirklich. Und nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreißt ihr die Gipfel gescheit.